Good morning, TeenStreet! Guten Morgen, TeenStreet! How is everybody doing? Wie geht's euch? How did you guys sleep tonight? Wie habt ihr geschlafen? Ooh, not so good though. Anscheinend nicht so gut. How did you guys sleep? Wie habt ihr geschlafen? Still not really impressive. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so beeindruckt. I slept like a baby. Ich habe wie ein Baby geschlafen. Such a big mattress. Ich habe so eine kleine Matratze oder groß. Excellent. Super. Hey, we are on day 4. Wir sind bei Tag 4 angekommen. And day 1 we talked about God revealing himself. Und am ersten Tag haben wir darüber gesprochen, dass Gott sich uns zeigt. Remember those thrones that were spread out over the site? Könnt ihr euch noch an diese Throne erinnern, die überall hier bei TeenStreet auf dem Gelände standen? And God revealing his name to us. Und Gott hat uns seinen Namen gezeigt. On day 2 we talked about representing his kingdom. Und am zweiten Tag haben wir darüber gesprochen, dass wir sein Königreich repräsentieren können. And everyone being a little piece of the puzzle. Und dass jeder so ein kleines Puzzleteil dabei ist. And yesterday we talked about breathe. Und gestern haben wir über Atmen gesprochen. Trusting God on a daily basis. Das bedeutet, Gott jeden Tag neu zu vertrauen. And now we're at day 4. Und jetzt sind wir am Tag 4. And we're talking about release. Und wir sprechen über Release, loslassen. Loslassen. Release. Yeah, that's it. However, Wie auch immer. yeah, today is also a very special day. Heute ist ein sehr besonderer Tag. Because today is Rag Day. Weil heute ist Ragtag. Yeah. Also, yeah. Do you hear that? Yeah. Yeah. Is that special or what? Ist das was Besonderes oder nicht? Rag Day. Ragtag. So for all of you who are running, Also alle, die ihr da mitlauft, we expect you to be at 2 o'clock in the sports area. wir erwarten dich um 2 bei der Sports. Can I just hear all of you Area. runners? Macht mal ein bisschen Lärm, alle, die mitlaufen. Who of you? Oh, yeah. Oh, cool. Very good. For all of you who aren't running, Und für alle, die nicht rennen, hey, I think you forgot something today. ich glaube, du hast was vergessen. Today is Switzerland's National Day, so ich wünsche euch ein schönes 1. August. So today is Swiss National Day. Have a great 1st of August. Bon premier août les Suisses. like we said, it's a very special day. Wie wir schon gesagt haben, es ist ein besonderer Tag heute. Apparently not just because of Rag, Anscheinend nicht nur, weil wir heute Rag haben, but also for the Swiss. aber auch für die Schweizer. Give it up for the Swiss. Gebt ihnen einen Ja. Applaus. However, Wie auch immer, like I was saying, wie ich schon gesagt habe, for all of you who aren't running, für alle, die nicht mitlaufen, we are supposed to support those who are. wir sind dafür da, dass wir die unterstützen, die laufen. We as a main hall team, we're going to stand at the sideline, Wir als Mainhorn-Team, wir werden auch da mit dabei stehen und euch anfeuern. supporting those who are running for this amazing project. Und euch unterstützen, die ihr für dieses wunderbare Projekt lauft. And we expect you to be there as well. Und wir erwarten, dass ihr auch da seid. Deal? Seid ihr dabei? Yeah. Yes. Right. It is that time again, not game time. Es ist wieder die Zeit, aber nicht die Zeit für ein Spiel. It's sign language time. Aber Zeit für die Yeah, give it up for our dance Zeichensprache. crew. Gebt einen Applaus für die Tänzer. Okay, is everybody ready? Seid ihr bereit? I saw some guys practicing when I was walking to breakfast this morning, all sleepy. Als ich ganz verschlafen zum Frühstück gelaufen bin, da habe ich So schon who- gesehen, dass ihr geübt habt. Who else practiced? Wer hat noch geübt? Good job. Okay. Super. Let me see what you got. Here we go. Our Oh, Father in heaven,
hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. The new part, give us our daily bread. Very good. Sehr gut gemacht. Okay, so we're gonna teach you another one. Jetzt kommt ein weiterer Teil. And please help me out. What was it again? Hilf mir bitte. Oh yeah, forgive, of course. Natürlich geht es um Vergebung heute. Forgive us Vergib uns. our debts. You go like this, you make a hook. Es ist wie ein Haken. And you put it here. Und ihr tut es an And euren you go Hals. like this. Ooh. Yeah. Oh, I did a noise again. I'm very sorry. Oh nein, jetzt habe ich wieder Lärm gemacht. So we have forgive us our debts, Vergib uns unsere Schuld, as we forgive wie auch wir our vergeben debtors. unseren Schuldigern. Yeah? Okay, again, this one. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Very good. Sehr gut. From the beginning, you ready? Lass es uns von ganz Anfang. Let's do this. Okay. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. Good job, guys! Sehr gut gemacht. Good job. Thank you, guys. Vielen Dank, Leute. Right. So we're talking about forgiveness, Heute geht es um Vergebung releasing. und etwas loszulassen. And before we go into the teaching, Und bevor wir darüber mehr hören, we're going to worship our forgiving God. werden wir den Gott anbeten, der uns vergibt. Are you guys ready for that? Seid ihr bereit? Yeah? Let's do it. Jesus prayed, Father, forgive us Jesus hat gebetet, Vater, vergib uns and help us forgive those who have hurt us. und hilf uns denen zu vergeben, die uns wehgetan haben. In Jesus' prayer in Matthew 6, In Jesus Gebet in Matthäus 6, he uses only 5 verses for his prayer. da verwendet er nur 5 Verse für sein Gebet. And one of those verses is devoted to forgiveness. Und in einem dieser Verse, da geht es um Vergebung. Forgiveness is crucial, it's essential. Und Vergebung ist lebensnotwendig. Forgiveness is for our good. Und Vergebung ist für unser Bestes. Today we're going to look at forgiveness in 3 different aspects. Heute wollen wir uns Vergebung, 3 verschiedene Aspekte von Vergebung anschauen. God forgiving us, Gott, der uns vergibt, us forgiving those who have hurt us, wir, die wir den anderen vergeben, die uns verletzt haben, and us asking others for forgiveness when we've hurt them. und dass wir anderen vergeben, wenn wir sie verletzt haben. Dass wir andere um Vergebung bitten, wenn wir sie verletzt haben. God has given us the ultimate example of forgiveness. Und Gott hat uns das beste Beispiel gemacht von Vergebung. This morning, let's remember the big throne there. Lasst uns heute Morgen an diesen großen Thron erinnern. And let's imagine that this throne represents God. Und lasst uns vorstellen, dass dieser Thron für Gott steht. Let's imagine that this throne was placed on a remote island 3,000 kilometers from the mainland. Lasst uns vorstellen, dass dieser Thron auf einer einsamen Insel sitzt, die 3000 Kilometer weg ist vom Festland. And you want to get to this throne, to this island. Und du möchtest zu diesem Thron kommen, zu dieser Insel. But you can't use an airplane, you can't use a boat, and it's too far to swim. Aber du kannst dort nicht hinfliegen, du kannst kein Boot verwenden und es ist viel zu weit zum Schwimmen. It's impossible to reach the throne. Es ist unmöglich, diesen Thron zu erreichen. This is a picture of our situation before God. Das ist ein Bild, so wie unsere Situation aussah vor Gott. God is so awesome and perfect. Gott ist so groß und perfekt. And the Bible tells us that we aren't perfect, that we have all done wrong. Und die Bibel sagt uns, dass wir nicht perfekt sind und dass wir alle schon etwas falsch gemacht haben. And the wrong we've done, this sin, keeps us from a perfect God.
Und das Falsche, das wir getan haben, diese Sünde, die hält uns fern von Gott. Sin is a barrier like the ocean keeping us from the throne. Und Sünde ist ein Hindernis wie das Meer, das uns vom Thron fernhält. But thankfully, the story doesn't end there. Aber ein Glück hört die Geschichte hier nicht auf. That's why Jesus came. Darum kam Jesus. What he did on the cross was the only way for us to be able to approach the throne. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, war der einzige Weg, wie wir wieder zum Thron kommen können. Jesus did that so that we could live forgiven. Jesus hat das getan, dass wir in Vergebung leben können. He was buried, he came back to life again, and he returned to heaven, having accomplished the mission of forgiveness. Er wurde begraben, er ist auferstanden und er ist wieder in den Himmel aufgefahren und er hat die Mission vollendet, damit wir Vergebung erleben können. If you have accepted and received this forgiveness, Wenn du diese Vergebung schon angenommen und empfangen hast, that means that you can draw close to God. dann heißt es, dass du Gott näher kommen kannst. Because the sin that originally blocked your relationship with him has been removed. Weil die Sünde, die eigentlich zwischen dir und Gott stand und eure Beziehung verhindert haben, die ist weggenommen. This is really good news. Und das sind gute Neuigkeiten. I want to read with you a verse in Romans 4, verses 7 and 8. Ich möchte mit euch einen Vers lesen in Römer 4, Verse 7 und 8. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. What joy there is for those whose sins are put out of sight. Was für eine Freude für die, deren Sünde aus dem Sichtbaren weggenommen ist. We can be intimately near to an immensely big God because of forgiveness. Wir können einem riesengroßen Gott ganz nah sein, weil es Vergebung gibt. In Jesus' prayer, he says, Father, forgive us. In Jesus Gebet, da betet er, Vater, vergib uns. And as we pray this on a regular basis, Und wenn wir das regelmäßig beten, we are to take a moment and reflect dann können wir einen Moment nehmen und reflektieren. and be aware if we are doing something that's drawing us away from God. Und dass wir überlegen, gibt es etwas, was wir tun, das uns von Gott wegzieht? We want to identify that sin and thank God again for his forgiveness. Und wir wollen diese Sünde erkennen und identifizieren und Gott wieder für seine Vergebung danken. Then we want to choose to turn away from that sin Und dann wollen wir uns entscheiden, von dieser Sünde den Rücken zu kehren and walk closer to God again. und Gott wieder näher zu kommen. Because we have experienced forgiveness, Weil wir Vergebung erlebt haben, we as people of God's kingdom wir als Menschen von Gottes Königreich can forgive others. können dann auch anderen vergeben. Forgiveness sets us free. Vergebung setzt uns frei. Now, we've made a video Wir haben ein Video gefilmt, that illustrates in a somewhat silly way das auf eine etwas lustige Art und Weise what unforgiveness looks like zeigt, wie es aussehen kann, wenn wir nicht vergeben haben. and the way it gets in the way of us living life fully. Und wie es uns davon abhält, Leben in Fülle zu leben. You never do know what's around the bend. Big adventure, all brand new friend. When you're curious, I like curious jaws. Swing! Well, everything is so glorious. Sure, and everything is so wondrous. There's more to explore when you open your door and meet friends like this. Just can't miss. Are you curious? And that's marvelous. And that's your reward. You never be bored if you ask yourself, what is this? Like curious, I like curious, curious Jones.
time, guys. Good Es morning. ist wieder Zeit für ein Spiel. So, today we're going to look at which country can run the fastest with a monkey on their back. Heute schauen wir uns an, welches Land am schnellsten laufen kann, während es einen Affen auf dem Rücken trägt. And which country will run the fastest to get some bananas. Und welches Land am schnellsten rennen kann, um diese Bananen hier zu bekommen. So I'm going to explain the game rules for today, right? Ich werde kurz die Spielregeln erklären. We have one monkey, two runners. Wir haben einen Affen und 2 Renner. Each team has to do one round with the monkey where they do exchange in the front. Und jedes Team muss jeweils eine Runde laufen und den Affen hier vorne austauschen. So since we do exchange, I need you all in the front You to just part spread like a the little bit waters. so we Genau, can macht go mal through bitte here. hier ein bisschen A little einen more, a little Gang. more. Thank you, Macht mal mehr guys. Platz, genau. More. Right, and you exchange teams right here. Genau, der So. Läufer wird abgewechselt hier unten. So the country that wins is the one that ends here first and is the most crazy for bananas. Also das Land, das gewinnt, ist das, was als erstes wieder hier vorne ist und am liebsten diese Bananen haben möchte. So as country, on my side, we have the wonderful Italian people. Give it up for Italy. Yeah. Wir haben Italien And today we also have Austria. und Give it Österreich. up. Give it up for both teams. Come on. Okay, zieht mal das Affenkostüm an. Okay, get ready. Put your costume on. Here, I'm going to take that. Looking good, guys. Ihr schaut super aus. Woohoo! Okay, so I think we're all set. Ich glaube, wir You sind guys can bereit. come down here. Kommt mal da Hey. runter. Come on, we have our first runner. Little adjustment here. So, monkeys, hop on your runners. Also on. springt Yes. auf die Läufer. So Are we we're ready going to for start to the right. countdown? You're going to start to the right and then walk around counterclockwise. Ready? Okay, are you ready, guys? Give it up in 3, 3, 2, 1, go! go! Come on! Go Italy! Come on! We see Italy with the flag. Italy's Come on, in guys! front. Run! Okay, runners, get ready. New runners, get ready. Come on, Austria! Let's Come cheer on, for Italy! Come Austria! here. Oh, Italy's taking a shortcut. Yeah, They're intelligent. good job! Oh, Maki Yay! almost fell off. And Austria is coming back! Und Österreich holt auf. Woohoo! Oh, Italy really won. Oh, the Denmark's Go, go, picking go, go, on. go! Go. Oh, it was the banana. Oh! Wow, that was close. Amazing! So we have a winner, Denmark. Ja, Österreich hat gewonnen. And as a prize, the bananas. And Und der we Preis have a sind banana for Bananen. everyone, I think. Okay, we have enough for. You guys can share the You only prize. get one. Good So- job. Thank you for Super being gemacht. up Thank here. you very Let's much, cheer them up guys. again. Yeah, give it up for Austria and Italy. Ein Applaus für Österreich Well und done. Italien. Super gemacht. Well done, guys. Super gemacht. Let's be honest. Lass uns mal ehrlich sein. That was a bit of a silly illustration, right? Es war schon so ein bisschen eine komische Veranschaulichung. However, Wie auch immer. I really like the word however. Ich mag dieses Wort wie auch immer sehr gerne. I realize I say it a lot. Und mir ist aufgefallen, ich sage das relativ häufig. However, Wie auch immer. the point is this. Das ist der Punkt. Sin or other troubles Sünde oder andere Dinge, die uns im Weg stehen, can get in the way. die können uns im Weg stehen, Streit oder ähnliche Dinge. It stands in the way of living in freedom. Die stehen uns im Weg, um ein Leben in Freiheit zu leben. Indeed, as a silly monkey on your back. So ähnlich wie dieser verrückte Affe, der auf deinem Rücken sitzt. And that is what we're talking about today. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten. About being released Freigesetzt zu werden and releasing others und auch andere loszulassen. of that burden. Freizusetzen von dieser Last.
I have to admit something. Ich muss jetzt etwas zugeben. I spent quite some time watching Netflix. Ich verbringe relativ viel Zeit damit, Netflix zu schauen. That's not something to be joyful about. Das ist jetzt nicht was, worüber man sich freuen sollte, I spent way too much time on it. weil ich viel zu viel Zeit damit verbringe. However, Wie auch immer. wow, it's ridiculous. Thank you. I need to find another word. Ich muss irgendwie ein neues Wort finden. I was watching this show, Also ich habe mir diese Show angeschaut and it's called The Staircase. und das heißt The Staircase, die Welcome. Treppe, Doesn't matter. ist auch egal. It's a documentary Und es ist ein Dokumentarfilm about a murder case, über einen Mordfall. and it's about this guy who was being, he was being accused of being a murderer. Und dieser Mann, der wurde beschuldigt, ein Mörder zu sein. And throughout the documentary, the question is, did he do it or didn't he? Und durch den ganzen Dokumentarfilm geht es immer darum, hat er es nun getan oder nicht. And the sister of the victim Und die Schwester des Opfers, for her, it's so clear that he did it. und für sie ist es ganz klar, er hat es getan. And as a viewer, you just don't know if he did or if he didn't. Und als Zuschauer, da weiß man nicht, hat er es nun getan oder nicht. But she is sure of it. Aber sie ist sich so sicher. And at the end of the documentary, Und am Ende dieses Films he's being released. wird er freigelassen, So there was no proof that he didn't do it. weil es gab keinen Beweis, dass er es nicht getan hat. But she is still so full of resentment, Aber sie hält ihm das immer noch vor und ist bitter so full of hate. und sie ist voller Hass. She just can't release. Sie kann nicht loslassen. And you can see it in her eyes. Und du kannst es in ihren Augen sehen. It has just consumed her. Es hat sie ganz eingenommen. Let's go to the Bible. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen. Let's go to Colossians. Lasst uns im Kapitel der Kolosser, Colossians 3. Kolosser 3. And it says from verse 12 onward, Und ab Vers 12 können wir lesen. it says, therefore. I like the word therefore. It's something else than however, therefore. Darum, Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievance you may have against one another. And here it comes. Forgive as the Lord forgave you. ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. So forgiveness is something that we are supposed to do. Also wir sollen vergeben. It's a very difficult topic and subject, Es ist ein sehr schwieriges Thema. but as the Lord forgave us, me, Aber so wie der Herr mir vergeben hat, uns vergeben hat, I am supposed to forgive others. so soll ich auch anderen vergeben. And through doing that, Und indem ich das tue, I'm not just releasing them, da lasse ich nicht nur sie los, I'm also releasing myself of that burden. aber ich setze auch mich selbst frei von dieser Last. One theologian said it like this. Ein Theologe hat mal Folgendes gesagt, It's just she. eine Theologin, Yeah, theologin. And she said, being released and releasing others to live life in freedom. sie hat gesagt, selbst freigesetzt zu werden und andere freizusetzen, dann können wir ein Leben in Freiheit leben. She continued, it's breaking the power someone or something has over you. Sie hat gesagt, das bricht die Macht, die jemand oder etwas über dich hat. It is getting rid of the monkey. Das bedeutet, diesen Affen loszuwerden. It is being released. Das bedeutet, frei zu sein Releasing other people und andere Leute loszulassen, freizulassen. and being released ourselves of that burden. Und auch, dass wir selbst von dieser Last befreit werden. How does that look in practice? Wie sieht das nun praktisch aus? And Rich has a story about that. Und Rich wird uns darüber eine Geschichte erzählen. Give it up for Rich. Gebt ihm einen Applaus. So today I want to share with you how forgiveness is not necessarily a one-day
you not forgive, and the next day, everything's okay. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die zeigt, dass Vergebung nicht so funktioniert, dass ich sage, an einem Tag vergebe ich nicht und am nächsten Tag habe ich plötzlich vergeben und alles ist wieder in Ordnung. Who remembers the little green light that I talked about a couple days ago? Wer erinnert sich noch an dieses kleine grüne Licht, von dem ich erzählt habe? This green light that flashes on me all night long. Dieses grüne Licht, was immer wieder aufblinkt die ganze Nacht. I found some tape in the room, Ich habe so ein bisschen Klebeband gefunden and I put some tape over it, und ich habe es zugeklebt. and it shone through. Und es hat aber durchgescheint. So I put 8 more pieces of tape over it, Also habe ich 8 weitere Klebeschichten drauf gemacht and it still shone through. und man sieht es immer noch. And I was getting so frustrated, Und es hat mich sehr frustriert but I said, it's good enough. und ich habe gesagt, naja, passt schon. Last night, Letzte Nacht, as I'm sleeping, während ich schlafe, I think it decided to fight back against the tape. ich habe das Gefühl, es kämpft gegen das Klebeband an. And it said, I'm going to be even brighter than before. Und es hat gesagt, ich werde einfach heller sein als vorher. And I turned the lights on to see if the tape was still on, and it was. Und ich habe das Licht angemacht, um zu checken, ob das Klebeband noch drauf ist. Und es war noch drauf. So I have to go back to the light tonight. Also muss ich heute Abend wieder zum Licht gehen. In the same way, sometimes we have to go back towards someone else to forgive them. So wie wir manchmal wieder zu jemandem hingehen müssen, um ihnen zu vergeben. So I'm someone who's been deeply hurt. Ich bin jemand, ich wurde tief verletzt. I was a young teenager, Ich war noch ein ganz junger Teenager. and it's something that the world wouldn't expect me to forgive this individual of. Und es ist etwas, da würde die Welt erwarten, dass ich diesem einzelnen Menschen vergeben würde. No one's ever said, yeah, of course you should forgive this individual. Also es ist etwas, was die Welt nicht erwarten würde, dass ich vergebe. Und keiner hat je zu mir gesagt, natürlich musst du ihm vergeben. Because it was a deep hurt. Weil es war eine tiefe Verletzung. And so I locked it up in a corner of my heart, Also habe ich es in so einer kleinen Ecke in meinem Herzen eingeschlossen. and I said, I have the right to be angry and at this individual. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das Recht, auf den ärgerlich und sauer zu sein. This person does not deserve forgiveness, Dieser Mensch, der ist es nicht würdig, dass ich ihm vergebe. Der verdient es nicht. and I don't have to give it to him. Und ich muss ihm die nicht geben. But that wasn't good for me. Aber das war nicht gut für mich. It was extremely difficult as the years passed. Und es war so schwierig, während die Jahre ins Land gezogen sind. Me hanging on to not forgiving him meant Dass ich ihm nicht vergeben habe und daran so festgehalten habe, das hat bedeutet, it meant for me that I was holding on to the fact that what they did was wrong. das hat für mich bedeutet, dass ich daran festgehalten habe, dass was er getan hat, dass es falsch war. And I thought, if I forgive this person, Und ich habe gedacht, wenn ich ihm vergebe, it means it just erases it all. das bedeutet, dass es einfach nichtig macht, dass es nicht mehr da ist It doesn't matter anymore. und dass es egal ist. So I was taking a class several years later on the Father Heart of God. Ganz viele Jahre später, da habe ich eine Klasse besucht, da ging es darum, um das Vaterherz Gottes. And it was a week long where we talked about how big the Father is and how much He wants to take off of our shoulders. Und in diesem Kurs, da haben wir uns eine Woche darüber unterhalten, wie groß Gott ist und wie er diese Last von unseren Schultern wegnehmen möchte. We talked about how this is a God that we can trust completely, 100%. Und ich habe darüber gehört, dass wir diesem Gott 100% vertrauen können. And as the week progressed, I realized that I was giving God 99% of everything in my life. Und als diese Woche so weitergegangen ist, da habe ich realisiert, dass ich Gott 99% meines Lebens gegeben habe. But this one thing, I didn't want to give it over to Him. Aber diese eine Sache, die wollte ich ihm nicht geben. So the last day of the class, Also am letzten Tag dieses Kurses,
we were talking about forgiveness. Da ging es um Vergebung. And forgiveness is a release. Und Vergebung bedeutet loszulassen. A release from us and letting the Father take those things. Es loszulassen und es dem Vater zu übergeben, dass er es nehmen kann. And for years, this had been something I had locked inside and it was stopping me from having a better relationship and a more trusting relationship with the Father. Und für Jahre hatte ich das in meinem Herzen so eingeschlossen, dass es mich davon abgehalten hat, eine bessere und eine tiefere Beziehung zum Vater zu haben. So this individual wasn't in front of me. Und diese Person, die war jetzt gar nicht mit dabei. And I remember being surrounded by close friends. Und ich erinnere mich daran, dass einfach viele Freunde, die gute Freunde um mich herum waren. Encouraging me to just take the first step of forgiveness. Und die haben mich ermutigt, einfach den ersten Schritt von Vergebung zu gehen. To just verbalize, I forgive this person. Und die Worte auszusprechen, ich vergebe dieser Person. And it hurt to say, Und es hat so wehgetan, es zu sagen. because what happened was not right. Weil was da passiert ist, es war nicht richtig. It was so wrong. Es war einfach falsch. But I needed to trust the Father with this issue. Aber ich musste Gott diese Sache anvertrauen. It wasn't my place to keep. Und es stand mir nicht zu, das festzuhalten. I needed to start cutting that chain. Und ich musste anfangen, diese Kette durchzuschneiden. So I wept. Und ich habe geweint. I wept. Ich habe so viel geweint. My face was drenched. Und mein ganzes Gesicht war nass. And I said, I forgive this person. Und ich habe gesagt, ich vergebe dieser Person. But it was a first step. Aber das war der erste Schritt. The emotions didn't go away like that. Die Gefühle, die sind nicht einfach so weggegangen. There's times I'm still today saying, I forgive this individual. Es gibt heute immer noch Zeiten, da muss ich sagen, ich vergebe dieser Person. There's things in life that remind me of these situations. Es gibt Dinge im Leben, die erinnern mich an diese Situationen. And I get bitter again. Und dann werde ich wieder bitter. And I see that a wall starts separating me from the Father again because I say, no, this is mine. Und dann sehe ich, wie so eine Mauer aufgebaut wird, die mich wieder vom Vater trennt, weil ich sage, nein, das gehört mir. And I have to forgive again. Und dann muss ich wieder vergeben. And throughout several years, Und über mehrere Jahre hinweg, I've seen progress. da habe ich Fortschritte gesehen. I felt more and more release. Ich habe immer mehr gespürt, dass ich das loslassen kann. I have less moments in my life where I want to take that back. Und die Momente, wo ich das wieder zurücknehmen möchte, die werden immer seltener. And I give it back over to the Father, Und ich gebe es wieder zurück zum Vater, who wants to take it, der mir das abnehmen möchte. who is strong enough to take it, Und der stark genug ist, mir das abzunehmen. who is graceful enough to be willing to take that Und der gnädig genug ist und das mir abnehmen möchte. and release me Und mich freisetzen möchte. so I can live freely in His grace. Dass ich frei in seiner Gnade leben kann. He's forgiven me completely. Er hat mir vollkommen vergeben. The wrong things I have done Und die falschen Dinge, die ich getan habe, and the wrong things I will do, und die falschen Dinge, die ich tun werde, He invites us to do the same. da lädt er uns ein, das Gleiche zu tun. Although it may be a process Auch wenn es ein Prozess sein mag and take time und Zeit braucht, and maybe years, vielleicht sogar Jahre, release is available through the Father, dieses Loslassen, das macht der Vater möglich. who is able to bear all of our burdens. Denn er kann alle unsere Last tragen. Release. Lass los. That is something, eh? Das war echt eine krasse Sache, oder? What a story. Was für eine Geschichte. Can we give a hand to Rich one more time for sharing that? Lass ihm noch mal einen Applaus geben, dass er uns das erzählt hat. On that topic, Über dieses Thema I watched another Netflix show. habe ich auch wieder eine Netflix-Serie geschaut. Believe it or not.
Glaubt mir das oder nicht. It wasn't a Christian show. Die war jetzt nicht christlich oder so, However, there was being something said about forgiveness. aber trotzdem ging es darum, um Vergebung. So I was watching this, Also habe ich mir das angeschaut and when I heard it, I was flabbergasted. Flabbergasted? Yeah. I was und als ich stunned. das gehört habe, da war ich erstaunt. And this was being said. Und die haben das gesagt. Forgiveness is not about what people deserve. Bei Vergebung geht es nicht darum, was Menschen verdienen. In like a non-Christian television show. Das war jetzt nicht eine christliche TV-Show. It just hit me. Aber trotzdem hat es eingeschlagen bei mir. Forgiveness is what about people deserve. It's not about what people deserve. Bei Vergebung geht es nicht darum, was Menschen verdienen. Like Rich shared about that wall being built So wie Rich uns erzählt hat von dieser Mauer, die sich aufbaut, of resent. dass man das einfach immer noch der Person vorhält. And forgiveness is breaking that wall down. Aber Vergebung, die reißt diese Mauer ein. Stone by stone by stone by stone. Stein für Stein für Stein für Stein. And it might take years before the entire wall is gone. Und es kann Jahre dauern, bis die gesamte Mauer weg ist. However, Wie auch immer. it is a kingdom principle. Es ist auch ein Prinzip des Königreich Gottes. We have been talking on day 2 Am Tag 2, da haben wir schon darüber gesprochen, about representing his kingdom. dass wir sein Königreich repräsentieren können. And forgiveness and grace are big parts of that. Und Vergebung und Gnade, das sind große Teile davon. Crucial parts of that. Sehr, sehr wichtige Teile davon. So as our King forgave us, Also so wie unser König uns vergeben hat, we want to encourage you today to start forgiving others. wollen wir dich heute ermutigen, dass du anfängst, anderen zu vergeben. So those are the first 2 aspects of forgiveness. Also das sind die ersten beiden Aspekte von Vergebung. God forgiving us Gott hat uns vergeben and we forgiving others. und wir vergeben anderen. But there's a third, Aber es gibt noch einen dritten. and that is asking for forgiveness. Und das bedeutet, um Vergebung zu bitten. God might say something or tell you something what you did wrong. Gott möchte dir vielleicht etwas zeigen oder sagen, was du falsch gemacht hast. It might be something very small, Vielleicht ist es etwas ganz Kleines. small lie for your own good. Vielleicht eine kleine Lüge, damit du gut wegkommst. It might be something bigger, Vielleicht ist es etwas Größeres. and the Spirit might tell you, hey, that was wrong. Und der Heilige Geist sagt dir vielleicht, hey, das war falsch. You wronged that person. Du hast etwas Falsches getan der Person gegenüber. Confess and ask for forgiveness. Gib das zu und bitte um Vergebung. So these 3 aspects of forgiveness are being spoken of today. Also heute möchten wir über diese 3 Aspekte von Vergebung sprechen. God, our loving Father, forgiving us. Gott, unser liebender Vater, vergibt uns. We forgiving other people. Wir vergeben anderen Menschen And we asking for forgiveness. und wir bitten um Vergebung. And we know it's a big topic. Und wir wissen, es ist ein großes Thema It's a difficult topic. und ein schwieriges Thema. It goes straight to here. Und es geht genau hier rein. It's a matter of the heart. Da geht es ums Herz It can really hurt. und es kann wirklich wehtun. But we want to encourage you to start forgiving others. Aber wir wollen dich ermutigen, dass du anfängst, anderen zu vergeben. So what we're going to do now, Also was wir jetzt tun möchten, we're going to have a moment of silence again. ist, dass wir wieder einen Moment der Stille haben. And I want you to ask God to show you something about forgiveness. Und ich möchte, dass du Gott bittest, dir etwas zu zeigen, was mit Vergebung zu tun hat. It might be something that you can ask God to forgive. Vielleicht ist es etwas, wo du Gott um Vergebung bittest. It might be that God says something that other people know that which you can forgive others. Vielleicht ist es etwas, was du anderen vergeben kannst. Or it might be that God tells you to ask for forgiveness to someone else. Oder vielleicht sagt dir Gott auch, dass du um Vergebung bitten musst. So let's have a moment of silence, Also lasst uns diesen Moment der Stille haben. a holy moment Ein heiliger Moment, to come before His throne. um vor seinen Thron zu kommen. Let's pray. Lass uns beten.
God, you are a holy God. Gott, du bist ein heiliger Gott. You are the definition of holiness. Du bist die Definition von Heiligkeit. There is none like you. Es gibt keinen wie dich. We love you Wir lieben dich, because you loved us first. weil du uns zuerst geliebt hast. And we can forgive Und wir können vergeben, because you forgave us first. weil du uns zuerst vergeben hast. And right in this moment, Und jetzt in diesem Moment we ask you to speak to us. bitten wir dich, dass du zu uns sprichst. Please tell us about forgiveness. Bitte sprich zu uns über Vergebung. Tell us about that big hurt that has been done to us. Sprich zu uns über diese tiefe Verletzung, die uns zugefügt wurde. Tell us about that small lie that we might have told someone. Sprich zu uns über diese kleine Lüge, die wir vielleicht erzählt haben. God, we want to live as holy kingdom people. Und Gott, wir möchten als heilige Menschen deines Königreichs leben. And we need you to tell us. Und wir bitten dich, wir brauchen das, dass du uns das sagst. We acknowledge that you are our king Wir erkennen an, dass du unser König bist. and we dependent on you. Und wir sind abhängig von dir. So please speak to us. Also bitte sprich du zu uns. Not just now, Nicht nur jetzt, but throughout the day, aber durch den Tag über throughout tomorrow, und auch durch morgen throughout the rest of the week, und den Rest der Woche. when we're back home. Wenn wir wieder zu Hause sind, Please speak to us. bitte sprich du zu uns. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Today, our theme is release. Heute ist unser Thema Release, loslassen. The definition of release is allowing someone to move, act, or flow freely. Und die Definition von Release oder Loslassen ist etwas freizusetzen, etwas frei laufen zu lassen, etwas frei handeln zu lassen. And that's what forgiveness does. Und das ist genau das, was Vergebung tut. God loves us so much that he has offered us forgiveness through Jesus. Gott liebt uns so sehr, dass er uns Vergebung anbietet durch Jesus. He loves us so much that he doesn't want us to live tied down because of bitterness. Er liebt uns so sehr, dass er nicht möchte, dass wir durch Bitterkeit irgendwie festgehalten werden. He wants us to forgive so we can live the full life that he has for us. Er möchte, dass wir vergeben, damit wir das Leben in Fülle leben können, das er für uns vorbereitet hat. And we understand that sometimes forgiveness takes time. Und wir wissen, dass manchmal Vergebung Zeit braucht. And God does not ask us to do it on our own strength. Und Gott bittet uns nicht, es zu tun aus eigener Kraft heraus. He will help us forgive. Er wird uns helfen zu vergeben. And we also want to encourage you to talk to your coach today. Und wir möchten dich auch ermutigen, sprich mit deinem Coach heute. Or feel free to go to the prayer team during the day and ask them to pray with you too. Oder geht zum Gebetsteam und bitte sie, mit dir zu beten. We are here to encourage one another and to help each other grow closer to the Father. Wir sind hier, um füreinander da zu sein, einander zu helfen und zu ermutigen und uns näher zum Vater zu führen. Today we have a closer challenge for you. Heute haben wir wieder eine Closer Challenge für dich. With your group, you're going to think of a way that you can reflect God. Mit deiner Gruppe zusammen, da kannst du über eine Art und Weise nachdenken, wie du Gott widerspiegeln kannst. It'll be fun to hear what you can come up with. Und ich freue mich schon zu hören, mit was für Ideen ihr da habt. A short announcement tonight for Throne Room, you're going to need to come with a pen or a pencil. Nur eine kleine Ankündigung für heute Abend zum Throne Room. Bring da doch bitte einen Stift mit. So don't forget that tonight. Also vergiss das nicht heute Abend. Let's pray to end our main hall time. Lass uns gemeinsam beten. God, we thank you for your all-consuming love. Gott, wir danken dir für deine Liebe, die alles einnimmt. Thank you for Jesus and providing forgiveness for us. Vielen Dank für Jesus und dass du uns Vergebung zur Verfügung stellst. God, help us to keep moving closer to you. Gott, hilf uns, dass wir immer näher zu dir kommen. Help us to forgive those who have hurt us. Hilf uns, denen zu vergeben, die uns verletzt haben. And help us to ask for forgiveness when we have hurt others. Und hilf uns, um Vergebung zu bitten, wenn wir andere verletzt haben. Thank you, God, that you don't ask me to do this on my own strength. Vielen Dank, Jesus, dass du mich nicht bittest, das aus eigener Kraft heraus zu tun, You help me do this. sondern dass du mir hilfst, das zu tun. Thank you, God, I trust you. Danke, Gott, und ich vertraue dir. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.
Have a good shush time, guys. Genießt eure Zeit.